Good morning and very much good morning. Guten Morgen und einen ganz besonders guten Morgen. People in whom God himself lives. Ihr Menschen, in denen Gott selbst lebt. Let's go to verse 7. Gehen wir zu Vers 7. And he has generously given each one of us supernatural grace. Und er hat einem jeden von uns großzügig übernatürliche Gnade gegeben. According to the size of the gift of Christ. Entsprechend der Größe der Gabe Christi. Here Paul comes to this very famous part of what we call the 5 ministry gifts. Hier kommt Paulus zu diesem sehr berühmten Teil dessen, was wir die 5 Dienstgaben nennen. Apostle, prophets, evangelists, pastors and teachers. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. And I'm going to go through these next verses very, very carefully. Ich werde diese nächsten Verse sehr, sehr sorgfältig durcharbeiten. So it's going to take many days. Es wird also viele Tage dauern. I want you to stay with me day by day and carefully follow. Ich möchte, dass du Tag für Tag dabei bleibst und mir aufmerksam folgst. And I believe it will clarify the mystery or the mystical view of all these ministries. Ich glaube, es wird das Rätsel oder die verworrene Sichtweise all dieser Dienste klären. In my understanding, Paul explains it so clear it's really hard to misunderstand it. Meines Erachtens erklärt Paulus es so klar, dass es wirklich schwer ist, es zu missverstehen. You have to read the Bible with your doctrinal glasses to misunderstand what these ministry gifts are. Man muss die Bibel schon mit einer gewissen dogmatischen Brille lesen, um die Bedeutung dieser Dienstgaben falsch zu verstehen. The first thing he says, Als erstes sagt Paulus, he has generously given each one of us supernatural grace, er hat einem jeden von uns großzügig übernatürliche Gnade gegeben, according to the size of the gift of Christ. entsprechend der Größe der Gabe Christi. Whatever Jesus gives, he always gives generously. Was immer Jesu gibt, er gibt immer großzügig. Because this is his very nature. God is an extremely generous God. Denn das ist sein Wesen. Gott ist ein extrem großzügiger Gott. It took me many years to understand some truths. Ich habe viele Jahre gebraucht, um einige Wahrheiten zu begreifen. And some truths, I still haven't understood them yet. I'm still discovering them. Einige Wahrheiten habe ich immer noch nicht verstanden. Ich bin immer noch dabei, sie zu entdecken. But I'm deeply grateful to God Aber ich bin Gott zutiefst dankbar, that the biblical truths of generosity I understood when I was really, really young. dass ich die biblische Wahrheit der Großzügigkeit schon verstanden hatte, als ich noch sehr, sehr jung war. Even when I was a teenager and had very, very little, I already understood that. Schon als Teenager, als ich noch äußerst wenig hatte, habe ich das erkannt. Because I understood the biblical truth of generosity, Weil ich die biblische Wahrheit der Großzügigkeit verstanden hatte, I made a decision that I will be one of the most radical and ridiculous generous people that lives. habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich einer der radikalsten und großzügigsten Menschen sein werde, die es gibt. And I'm grateful to God that I married a woman called Debbie. Und ich bin Gott dankbar, dass ich eine Frau namens Debbie geheiratet habe. Because when I am ridiculously generous, she wants to be even more generous. Denn wenn ich besonders großzügig bin, will sie noch großzügiger sein. It's both of us. We've learned this from God. Das haben wir beide von Gott gelernt. Anybody who is not generous by nature has not represented the nature of God very well. Wer von Natur aus nicht großzügig ist, repräsentiert das Wesen Gottes nicht besonders gut. Because generosity is part of God's very character. Denn Großzügigkeit ist Teil von Gottes Charakter. Jehovah Jireh, the Lord who gives, not Jehovah who takes away. Jahwe Ire, der Herr, der gibt, nicht Jahwe, der nimmt. Think how God created the earth. Denk mal daran, wie Gott die Erde erschaffen hat. 5 days, God created the most extravagant earth. 5 Tage lang schuf Gott die üppigste, prächtigste Erde. God created so much more than Adam and Eve needed. Gott schuf so viel mehr, als Adam und Eva brauchten. There was gold, there was all the precious stones, there was the rivers, there was everything perfect. Da war Gold, da waren all die Edelsteine, da waren die Flüsse. Es war alles perfekt.
And God waited to create man until first he generously provided for man. Und Gott wartete mit der Erschaffung des Menschen, bis er zuerst großzügig für den Menschen alles bereitstellte. Why did God not create man on the first day, Warum hat Gott den Menschen nicht am ersten Tag erschaffen, where there was nothing else there? als nichts anderes da war? The Bible doesn't tell us why. Die Bibel sagt uns nicht, warum. But from the whole way that creation has been done in God's very character, Aber anhand der gesamten Schöpfungsgeschichte und des Charakters Gottes I believe God first wanted to show his generosity before man even comes into existence. glaube ich, dass Gott zuerst seine Großzügigkeit zeigen wollte, bevor der Mensch überhaupt geschaffen wurde. The moment Adam was created, nothing was missing. Zum Zeitpunkt der Erschaffung Adams fehlte nichts. And God created man on the sixth day, Gott schuf den Menschen am 6. Tag and the seventh day was a day of rest. und der 7. Tag war ein Tag der Ruhe. Man on earth didn't start with working and then he got tired and he had to rest. Der Mensch auf der Erde startete nicht damit, dass er arbeitete, dann müde wurde und sich ausruhen musste. Man started with resting. Der Mensch startete mit dem Ausruhen. The first full day of Adam on earth was the day of rest. Der erste volle Tag von Adam auf der Erde war ein Tag der Ruhe. He had to rest when he wasn't even tired yet because he hasn't worked yet. Er musste sich ausruhen, obwohl er noch gar nicht müde war, denn er hatte noch nicht gearbeitet. What do most of us do? Was machen die meisten von uns? We work very hard for 6 days to provide for ourselves. Wir arbeiten 6 Tage lang sehr hart, um uns selbst zu versorgen. And then we are so tired that we have to rest. Und dann sind wir so müde, dass wir uns ausruhen müssen. And then we still don't have an abundance because the only thing we have is what we could provide for ourselves. Doch dann haben wir immer noch keinen Überfluss, denn das Einzige, was wir haben, ist das, was wir für uns selbst erwirtschaften konnten. And I believe all this goes back because we have not understood the generous nature of our God. Ich glaube, all das geht darauf zurück, dass wir die Großzügigkeit unseres Gottes nicht verstanden haben. See, Paul starts and he has generously given. Paulus beginnt, und er hat großzügig gegeben. It's his nature, his character. He loves to be generous. Das ist sein Wesen, sein Charakter. Er liebt es, großzügig zu sein. I have to be careful not to do 30 devotionals just about generosity. Ich muss aufpassen, dass ich nicht 30 Andachten nur über Großzügigkeit halte. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.